Hallo und herzlich willkommen bei Jans Turmbuch. Heute geht es, wie der Titel schon verraten hat, zum Bräbischturm. Allerdings nicht ganz klassisch, von Renske aus über die Edmundsklamm und so weiter, sondern ich möchte einen, ich denke mal, relativ langen Weg probieren, hoch zum Winterberg, dann Richterschlüchter runter, so ähnlich wie mein etwas düsteres Video vom letzten Jahr, als ich die Borkenkäfer-Geschichte da im großen Schand thematisiert habe. Also bis zur Hickelhöhle hinter und dann Richtung Altarstein, runter ins Kirnitztal, bei Zadny Jedrzejowitz über die Grenze. Und dann geht es auf dem, glaube ich, mit Grünstrich markiert, der Weg Richtung Mesny-Laupa. Von da aus zum Bräbischtor, dann nach Renske runter und wieder nach Schmilka zurück. Ich denke mal, das ist schon ein ganz schön langer Kanten, aber wollte ich einfach mal probieren und werden wir sehen, ob es funktioniert. Los geht's! So früh am Morgen herrscht noch kein reges Treiben hier in Schmilka.
Diese morgendlichen Stunden sind immer etwas Besonderes, wenn die natürlichen Geräusche dominieren und das Spiel von Licht und Schatten die Landschaft verzaubert. Und man die Pfade noch für sich allein hat. Für sich allein nicht ganz. An diesem Morgen sah ich zum ersten Mal so etwas. Ich musste zweimal hinschauen, bevor ich bemerkte, was das wirklich ist. Tausende von Raupen hatten sich auf den Weg gemacht und als eine so große Schlange war sie für Fressfeinde sicher nicht so ganz interessant. In der morgendlichen Kühle erreichte ich dann auch den Winterberg und von hier ging es dann weiter die Richterschlüchte hinunter. Ich habe jetzt knapp 8 Kilometer weg, bin im großen Schand angelangt. Jetzt geht es also weiter talaufwärts Richtung Hegelhöhle und dann weiter Richtung Altarstein.
Die Ausmaße der Hickelhöhle beeindrucken mich immer wieder aufs Neue. Und auch der Weg dann weiter Richtung Kürnitschtal, Altarstein, ist doch eine schöne Erfahrung. Auf schmalem Pfad geht es in eine der abgelegensten Gegenden des Nationalparks. Ihr habt sicher gemerkt, dass ich heute ein bisschen leichteres Schuhwerk gewählt habe. Das hat zwei Gründe. Zum einen sind heute ganz schön hohe Temperaturen angesagt. Und das ist jetzt schon soweit. Und zum anderen für die lange Strecke habe ich gedacht, dass es besser ist, was Leichteres anzuziehen. Haben sich auch schon gut bewährt auf längeren Strecken. Vor ein paar Wochen war ich hier mal ausnahmsweise nicht als Wanderer unterwegs, sondern als Trailrunner. Bin damals von Postelwitz aus gestartet, hoch zum Schrammtor, Elbweitenweg, Starke Stiege, Großer Winterberg. Und dann so also eigentlich ziemlich genauso wie jetzt hier, Richterschlichte, Großer Chant und dann hier hinten rum. Und dann im Kürnitschtal den Flößersteig bis zur Mündung in die Elbe. Und nach rund 43 Kilometern war ich wieder zurück am Auto. Gut geschafft, aber nie so geschafft, dass ich, wie vor vielen Jahren mal gesagt habe, nie wieder Marathon. Also eher so in die Richtung könnte man öfter mal machen. Aber muss ja nichts überstürzen. Ich
genieße jetzt die Ruhe hier noch ein bisschen. An meinem Tagesziel Präbestor ist davon wahrscheinlich nicht mehr viel zu erwarten. Mal sehen. Bestimmt noch ein ganz schöner Kampf bis dahin. Jetzt sind es 13 Kilometer. Mal sehen, wie weit das wird. Hier bei Zadní Jedřišovice wechselte ich dann hinüber ins Tschechische. Auf den breiten Wegen war ich hier der Mittagshitze über weite Strecken voll ausgesetzt. Der Unterschied ist schon interessant. Heute früh der ganze Wald, ein Gezwitscher und Gemache. Und jetzt ist alles verstummt unter der mittäglichen Hitze und Trägheit. Komplette Stille. Ich habe jetzt gerade ein bisschen umgeplant und spare mir den Weg durch Mesní Louka und Touristengewimmel und so weiter. Ich habe hier an dem Lehrpfad, Naturlehrpfad, den Lux-Pfad, gesehen, dass das eine Verbindung ist von vor Mesní Louka zu dem Weg, der dann zum Präbestor hochgeht, ist, und das nutze ich jetzt gleich. Und nicht ganz schlecht. Jetzt 20 Kilometer weg. Und ja, mal sehen, wie viel es noch werden. Aber ich denke, auf 30 kommen wir wieder. Da geht's weiter. Die Fläche jetzt hinter mir ist es wie, als ob man durch den Backofen läuft. Durch den Wind mit Umluft sozusagen. Es knallt hier schon ganz schön rein. Auf dem Weg Richtung Präbestor war es dann schwierig,
mal in Ruhe zu filmen. Ein konstanter Menschenstrom bewegt sich über den Pfad. Der Weg nach Rensko hinunter hält dann nicht mehr viele spektakuläre Blicke bereit und auch der Weg von Rensko dann zurück nach Schmilga ist doch eher als eine Art Pflichtaufgabe zu sehen. Dennoch denke ich, dass die Strecke für denjenigen, der das Brevisch Tor aus eigener Kraft sozusagen erreichen will, sehr interessant ist.